Der erste 3 Folgen umfassende Arc der ersten Arcane-Staffel ist aus vielen Gründen heraus großartig, hat mir nicht nur einmal den Atem geraubt und mich zu Tränen gerührt, wie es ansonsten nur selten eine Serie bzw. ein Film bei mir zu Wege bringt. Warum Arcane das bei mir mit Bravour geschafft hat und warum ihr die Serie unbedingt sehen solltet, erfahrt ihr zu aller Anfang in meiner spoilerfreien Review des ersten 3 Folgen umfassenden Arcs der ersten Staffel. Wenn ihr allerdings die benannten Folgen bereits gesehen haben solltet, könnt ihr auch direkt zur Creme de la Creme des Videos übergehen, mit der spoilerbehafteten Folgenbesprechung, die in einem cineastischen Essay aufgezogen sein wird, der in seinem Kern das bezeichnende Foreshadowing des ersten Arcs behandeln wird. Der Timecode für den jeweiligen Spoiler-Part des Videos wird euch genau jetzt eingeblendet, beziehungsweise ist auch in der Kapitelauswahl der Videobeschreibung unter dem Reiter Folgenbesprechung vorzufinden. Bevor es jedoch mit dem Video losgeht, vergesst bitte nicht zu abonnieren, damit ihr auch die nächsten 2 Arcane Folgenbesprechungsvideos zum zweiten und dritten Arc der ersten Staffel nicht vergesst, die auch wieder als Essay aufgezogen sein werden. Nun soll es nach dem ganzen Vorgeplänkel, aber auch schon nach einem kleinen von mir erstellten Arcane Trailer mit der spoilerfreien Review der Serie losgehen. Let's go! In Arcane bekommt der Zuschauer mit der Stadt Piltover eine Welt voller Kapitalismus präsentiert, also eine Welt voller armer Schlucker, die in der Unterwelt leben, und dem reichen Pöbel, der sich jederzeit mit einer hochfahrbaren Zugbrücke von der niederen Gesellschaft der Stadt abschotten kann. Es wird uns in Arcane also eine durch und durch realistisch anmutende Welt präsentiert, die der unseren nicht gerade unähnlich ist. Einer Welt, in der ein kleines Steinchen in einem unfassbar vertrackten Getriebe einen immensen Schaden anrichten kann. So kommt es auch, dass 4 Personen der Unterwelt, genauer wie es Truppe, den reichen Wissenschaftler Chase ausrauben wollen und somit die Pferde scheu machen. Ihr Raubzug geht nämlich, wie soll es auch anders sein, mächtig schief, und somit flammt auch ein alter Konflikt zwischen der Ober- und Unterwelt aufs Neuerliche auf, der schlussendlich auch seine Opfer fordern soll. Ich gebe zu, dass sich die Grundsynopsis der Geschichte jetzt vielleicht nicht unbedingt sonderlich spannend anhört oder sogar komplex. Arcane ist aber genau das, ziemlich komplex und durchwegs spannend, zumal jeder einzelne Charakter in der Handlung seine eigenen Ziele zu verfolgen scheint, wir viele Background-Stories angeschnitten oder sogar erzählt bekommen und die Welt dadurch absolut glaubwürdig wirkt. Man wird also regelrecht in die Story hineingezogen durch die malerische Bildgewalt derer, dessen epischer Musik, den tadellosen, nicht von dieser Welt zu scheinenden Animationen, seinem unfassbaren Detailgrad, aber auch vor allen Dingen durch seine liebevolle Charakterzeichnung. Für all jene, die Arcane also noch nicht gesehen haben, schaut es euch unbedingt an und kommt dann schleunigst wieder zu meinem Video zurück, zumal es jetzt in der Folgenbesprechung des ersten 3 Folgen umfassenden Arcs der Serie mit meinem Essay dazu losgehen soll. Also bloß nicht das Abo vergessen und immer schön kommentieren und liken. Wie anfangs schon erwähnt, gibt es viele Gründe, die Arcane so großartig machen. Der erste Grund, der dabei sofort ins Auge springt, ist natürlich deren famoses Worldbuilding. Relativ schnell wird klar, dass die in Arcane präsentierte Stadt Piltover geteilt ist. Geteilt in Arm und Reich. Natürlich Grund genug für Wies Truppe aus der Unterwelt bei einem Coup einen reichen Schnösel aus der Oberwelt auszurauben. Und bei diesem jenen Coup zeichnet sich auch schon matt der nächste Grund ab, der Arcane so großartig macht, genauer sein Foreshadowing. Durch Powders Missgeschick kommt ihr beim Raubzug nämlich ein magischer Edelstein abhanden. Ein Edelstein, der unweigerlich zu einer verheerenden Magieexplosion von unvorstellbarer Macht führt. Powder ist hierbei also verantwortlich für unermessliche Zerstörung und somit auch dem aufs Neuerliche aufflammende Konflikt zwischen der Ober- und Unterwelt. Powders Foreshadowing geht aber relativ zügig weiter in den Gassen der Unterwelt wohlgemerkt, wo ihr das hart erarbeitete Diebesgut durch ihr schlechtes Kalkül in der Not abhanden kommt. Diesbezüglich trauen ihr Powders Freunde fortan auch nichts mehr zu, dabei ist sogar gewissermaßen ihre Schwester und Vorbild wie mit eingeschlossen, weswegen sie sich auch in der näheren Zukunft dazu entschließen, den gefangen genommenen Wender ohne Powders Zutun zu retten.
Powder hadert also in der Zwischenzeit mit sich selbst, einer Powder, in der langsam der Wahnsinn erwacht. Diesen Wahnsinn entkommt sie aber gerade noch so, als sie sich dazu entschließt, auf eigener Faust loszuziehen, um Bender zu retten. Eine fatale Entscheidung, wie sich später noch herausstellen soll. Durch Powders Naivität lässt sie nämlich bei dem Rettungsversuch einen aufziehbaren Spielzeugaffen mit einem magischen Edelstein auf Vi's Gegner los. Dabei nicht mit einberechnet, welche Zerstörungskraft die damit einhergehende Magie-Explosion erwirken könnte. Powders und Vi's Freunde kommen dadurch leider im tragischen Finale des Arcs ums Leben, genauso wie später auch Bender. Powder, die davon aber zu aller Anfang nichts weiß, freut sich ganz und gar ausgelassen über ihr zerstörerisches Tun, bis sie schließlich die fassungslose Visage ihrer Schwester zu Gesicht bekommt. Wie lässt Powder also einfach so mir nichts dir nichts fallen, zumindest vorerst. Obwohl die letzten Worte des Vaters gewesen waren, dass sie doch bitte auf Powder Acht geben solle. Doch wie wird, bevor sie dann ihre Meinung ändern kann, der Mund in einer zwielichtigen Gasse verboten? In der Zwischenzeit gerät Powder in die einzigen Arme, die sich ihr öffnen, in die Silkus wohlgemerkt, der in ihr womöglich ein willkommenes Fressen sieht. Somit ist der dunkle Weg, der sich bei Powder immer und immer wieder angekündigt hat, durch das Wegfallen ihres letzten Bisschens Familie geebnet. Ein Weg, der sie vermutlich in einen baldigen Krieg gegen die Oberwelt hineintreiben soll. Doch nicht nur bei Powder ist dieses Foreshadowing in jeder Pore ihres Daseins glasklar zu ersehen, sondern auch beim Wissenschaftler Chase, der alles Menschenmögliche dafür tun würde, um seine Arbeit rund um die Nutzbarkeit der Magie zu einem glorreichen Abschluss zu bringen. So wundert es beispielsweise auch nicht, dass er seine Arbeit eben nicht vor dem Rat verleugnet und sogar beinahe Suizid begangen hätte, nur weil ihm die Mittel zum Erreichen seiner Ziele weggenommen worden sind. Als sich ihm jedoch ein neuer Lichtblick der Hoffnung am Ende des Tunnels auftut, zögert er nicht damit, bar jeder Angst vor den Konsequenzen seine Arbeit fortzuführen und damit eine regelrechte wissenschaftliche Revolution in Piltover einzuleiten, die wir wohl im zweiten Arcane Arc der ersten Staffel erstmals zu Gesicht bekommen werden. Als drittes haftet das Foreshadowing natürlich auch an Bender an. Nicht ohne Grund sehen wir ihm im ersten Shot der ersten Staffel blutüberströmt auf die noch kleine Powder und Vi zukommen, dabei seine Panzerhandschuhe über die Hände gestülpt. Er wird die Panzerhandschuhe also mit großer Gewissheit nochmal gebrauchen. Davon konnte man bei dieser Szene im Prinzip mit Fug und Recht ausgehen, trotz Benders späteren Aversion gegen Gewalt. Zwecks seines gescheiterten Feldzugs gegen die Oberwelt möchte er nämlich die Unterwelt nur mehr friedsam zu einem besseren Ort machen. Genauso wie sein früherer Freund Silco, der das jedoch mit Blut und Schweiß erwirken möchte. Diesbezüglich hat Bender Silco ursprünglich auch töten wollen und damit erst diesen jenen Silco erschaffen, der zu allem fähig ist. Für Bender soll sich dieser jene Mordversuch schließlich in der Zukunft noch ganz gehörig rächen. Der Kreis des Foreshadowings schließt sich also. Ein Kreis, der durch Chase bahnbrechende Wissenschaft Magie als kontrollierbares Werkzeug nutzbar macht. Ein Kreis, bei dem Benders Vergangenheit irgendwann wieder zu ihm zurückfindet und ihm schlussendlich den Tod bringt. Einem Tod, für den sich maßgeblich sein Zögling Powder verantwortlich zeichnet, die eigentlich immer nur helfen hatte wollen und jetzt vielleicht durch die anfängliche Missgunst ihrer Schwester und den Wirren des Lebens der falschen Seite zuträglich ist. Und damit endet auch der erste Arc von Arcane, ein emotionales Ende für eine vielversprechende Serie. Und jetzt würde mich natürlich auch noch brennend interessieren, wie habt ihr den Arc im Großen und Ganzen empfunden und freut ihr euch auch genauso sehr wie ich auf den zweiten Arc? Schreibt es mir doch bitte sehr gerne unten in die Kommentare. Ich versuche auch alles zu lesen und natürlich mit bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ansonsten vergesst nicht Violent Spark zu abonnieren, damit ihr auch alle weiteren Videos in der Zukunft nicht verpasst und vor allen Dingen nicht das für nächste Woche angesetzte Video, das die Folgenbesprechung des zweiten Arcane Arcs der ersten Staffel in Form eines SS beinhalten wird. Des Weiteren liked bitte das Video, empfehlt es sehr gerne weiter, folgt mir auf Instagram, wo ich Tobias_Flieger heiße und checkt doch auch bitte sehr gerne meinen High Fantasy Roman Das Wetter von der Macht, erste Funken des Auftakts
unten in der Videobeschreibung aus, den ich nur jedem Game of Thrones Fan wärmstens ans Herz legen kann. Wenn ihr jedoch nicht so die Leseratten sein solltet, kann ich das vollkommen verstehen und dann könnt ihr mir auch sehr gerne eine kleine Spende via PayPal dalassen, damit ich auch weiterhin so hochwertige Videos für euch produzieren und meiner großen Leidenschaft dem Bücherschreiben nachgehen kann. Abschließend checkt doch bitte noch die beiden Videos ab, die euch jetzt in der Endcard angezeigt werden, also dem My Name vs. John Wick und dem Squid Game Video. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen und vielleicht auch ein bisschen entspannten Tag. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.